Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Disco Elysium. Only the red cable is plugged into the breaker box, while the black one lies neglected on the floor. Dann ziehen wir mal das riesige rote Kabel ab. An electric sizzle. The room is slightly quieter now. The bear's eyes are dead and empty. Ice inside the fridge slowly melting. The power has been cut off. Good question. I know. At least it's not... The fridge is a friendly cartoon bit. Okay, nichts Neues. Irgendwie hatte ich mir da mehr erwartet, aber okay. Ich habe keine Ahnung, was ich erwartet habe, aber mehr als das irgendwie? Keine Ahnung. Both cables are unplugged, somewhere in the dark. Okay, ich steck das rote Kabel einfach mal wieder rein. Und dann gucke ich mal, wo wir hier rauskommen. Ach was. Das macht erschreckend viel Sinn. Die Frage ist, kommen wir da auch wieder rein? An old callbox with a matrix of... Ah ja, da können wir jetzt tatsächlich wieder rein, okay. Okay. Dann wäre jetzt der nächste Weg wahrscheinlich wirklich mit der Lady vom Buchladen zu sprechen, ne? Ich würde da gerne hoch, danke. Einen wirklichen Hinweis auf das Passwort haben wir ja immer noch nicht bekommen. Okay. Na dann. Können wir jetzt aber auf jeden Fall mal das beides anequippen. Und mal mit ihr sprechen. Mal gucken, wie angefressen sie ist. Yes? Nicht Kim. You broke down the back door, the wards, the door. It's all gone now. Dark psychic energy leeching onto my shop. Manchmal lassen sich extreme Maßnahmen nicht vermeiden. I suppose it's all over now. I guess there's no escape. Wovon reden Sie? Es ist bloß eine Tür. Just a door? This place is cursed, Detective. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Just look at the sheer amount of companies that have failed in this house. I hope you're happy now. Happy that you've ruined everything. Now that you've broken the door, the curse is coming to get me as well. Verflucht? Aber ich dachte, den Fluch gäbe es nicht. Of course you didn't. You're nothing but a policeman. Niedergeschlagen zuckt sie mit den Schultern. All right. You know what? I'm willing to let you investigate the doomed commercial area. We are set on the path. There's little else to do. But before we go on, tell me, did you encounter the malignant entity? Dem Wesen? Nein, ich glaube nicht. Natürlich das Wesen. Du schließt die Augen. Ich habe es nicht gesehen, nur seine Präsenz gespürt. Oh, feeden wir ihren Aberglauben jetzt einfach so ein bisschen? Habe ich ein bisschen Bock drauf. You did? Then it has to be true. I've suspected that this woman-shaped energy must be connected to the curse ever since I first saw her. Did you see that she lives inside the chimney? Sie meinen den Kamin, der zum zentralen Heizofen gehört? Von dort habe ich Stimmen gehört. Yes, I've heard that. It's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains upstairs. God knows what she's doing there. Some unnatural magic, I assume. You should go find the
entity and ask what happened to all the companies in the building. And do return to me after you've talked to it. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. If you're really interested in cracking this mystery, then we should go back to the furnace. Maybe you could yell into it or something. Make some noise. You'll think of something, you always do. Despite his cool, the lieutenant's interested in solving this mystery too. Ich habe noch ein paar Fragen zu dem Fluch. Okay, but please, only a few questions. You wouldn't want to disturb the spirits. Wie manifestiert sich dieser Fluch? The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. Als die Frau sich in dem spärlich beleuchteten Laden umsieht, zittert sie. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Sie wirft erneut einen Blick auf die Vorhänge. Didn't that curtain just move? Annette hat erzählt, dass ehemalige Mieter in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie, lingering presence, as if I was unwanted here. Sounds familiar. Seltsam. Ich komme mir auch unerwünscht vor. Was das wohl bedeutet? Truly so? Perhaps the dark energies are leeching off you. You shouldn't stay in the store too long. It may be dangerous. Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass es um den Fluch geht? It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Wow. Void raves. You have new words. Haben Sie sich schon mal um Hilfe bemüht? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. Mit einem Nicken deutet sie auf ein seltsames, käfigförmiges Objekt an den Vorhängen. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. Ist Ihr Anhänger auch einer dieser Talismane? Du zeigst auf ihre Kette. Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales. 15%! Natürlich. Was ist mit den Schutztalismanen an der Hintertür? Sind sie auch simonesisch? Yes, the Simonese are very crafty and their wards are extremely powerful. Lesser wards simply won't do here. Schon gut, ich hatte noch andere Fragen. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. Okay, erkunde den verfluchten Gewerbeblock. Auf dem Gewerbegebäude am Platz soll ein Fluch lasten. Keinem Unternehmen dort wird jemals Erfolg beschieden sein. Finde einen Weg in den Schornstein. Okay, ich bin gespannt. Spiegel. Was können wir denn am Spiegel noch machen? Wir können die Mann von der Heimdall-Reihe nochmal irgendwie... What? Also, okay. Die Dinger lagen hier, ne? Glaube ich. Oder waren die oben? The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Heimdall somewhere. Spricht mich eins dieser Bücher an? A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Was ist das? Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular
Man from Hjelmdal, in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne. A woman sits on the throne, leering at the man. She's laughing at him, belittling him. Between the throne and the Hjelmdaler man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Hjelmdal and the Devil Woman. Interessant. The display rack before you is burdened under piles of Man from Hjelmdal novels. Okay, wir haben jetzt die Option, ein weiteres Buch zu kaufen, aber ich möchte eigentlich gerade kein weiteres Buch kaufen, to be fair. Weil wir dafür eigentlich gar nicht genug Geld haben. Ich würde maybe erstmal mein Zimmer bezahlen wollen, weil ich im Moment nicht davon ausgehe, dass wir vor heute Abend noch eine andere Möglichkeit zum Übernachten finden. Ich kann gucken, ob ich mit ihr geht nichts, ne? Nee, okay. Die steht immer noch da, okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich hierher gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob ich Kuno nochmal ansprechen möchte. Kann ich mit ihm inzwischen reden? Nein. Kann ich nicht. Okay. Fuck, does Kuno care? Empathie 14, du findest heraus, was mit diesem Kind los ist. -1 hast vor Kuno gekniffen. Ja, schade. Ich habe weitere Fragen zum Tatort. Reden wir nochmal über deinen Schuppen. Das hatten wir beides noch nicht. Yeah, the kingdom of Kuno. The fuck do you want with it? Im Müllcontainer war die Kleidung des Toten. Wie ist sie dort reingekommen? Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Ich muss es aber wissen. Es könnte eine Ermittlungsspur sein. Jemand könnte den Tatort manipuliert haben. Listen, listen. Kuno doesn't care about this small-time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 Real. Moment mal, ich habe dich gefragt, was mit seiner Kleidung passiert ist. Du musst sie doch hier irgendwo gesehen haben. Alles klar, dann erzähl mal, was ist so toll an deiner Hose? Nein, Kuno, du weißt nichts über die Manipulation, der ich nachgehe, und ich brauche nicht noch eine Hose. Whatever. Kuno was trying to help you, but you're too fat for falling anyway, pig. Im Müll war außerdem eine Tasse. The fuck? A mug in the trash? Is this about the fucking clothes again? Ja, hat diese angemessene Darstellung eines Südsamarers etwas damit zu tun? Diese kuriose Tasse, die man besser nicht aus einem historischen Zusammenhang reißt, hat sie etwas damit zu tun? Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you pigs are after the mug fucker, 'cause he's the clothes fucker? I can't hear you, Kuno. Speak louder, Kuno. Genau das habe ich gemeint, Kuno. Jemand hat den Tatort manipuliert, manches hier weggeräumt. Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't squeal. But if you find out, maybe you can... Stop turning into a pig, Kuno. They're trying to get you hooked on the snitching. Get away from my Kuno.
Yeah? Get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. The fuck do you want with it? Ich habe einen Teller voller Pulverrückstände gefunden. Weißt du etwas darüber? Also in deinem Schuppen. That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, pig. Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. Ich habe vorerst genug gehört. Good call, Pigmeister. Don't Kuno doesn't fucking care. Jamais vu. Derealization. Jamais vu. The opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Okay, was haben wir jetzt für einen Bonus? Plus ein EP für jeden angeklickten Kreis. Okay. Alle Lerngrenzen für Intellekt erhöhen sich um 1. Interessant. Frag Garte, ob er weiß, warum die Kleidung des Opfers im Abfall gelandet ist. Okay, das haben wir noch nicht gemacht. Garte war der Inhaber vom Whirling, ne? Da wollten wir prinzipiell ja eh hin. Oh, wo ist denn... Ach, sie sitzt... Okay. Sie sitzt hier vorne, alles klar. Ich kann sagen, saß sie nicht immer da hinten, aber nein, saß sie gar nicht. Can I help you? Wegen meiner Rechnung für heute Nacht. Got the 20 real? Ja, tatsächlich. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Mir ist im Whirling noch eine Sache aufgefallen. Another thing. Great. I love those. Ey, ich kann ihn gar nicht danach fragen. Yes? Do I have a shaker in my... He sounds and it's not a shaker. It's nothing. He's... Am I smiling? Do you see me smiling and shaking my little shaker? No. Do you know why? Weil sie kein Barkeeper sind? That's right. I'm the cafeteria manager. I'm glad we cleared that. Was there anything else? Play it calm. This man needs to understand you need a drink to help the community deal with police stuff. Ich will einen scheiß Drink, Arschloch. Sind Sie sich der Ernsthaftigkeit der Lage nicht bewusst? Ich bin Alkoholiker. Ich brauche meinen Stoff. Ich bin ein Detective mit Alkoholantrieb. Wenn ich für Sie die Leiche wegschaffen oder den Fall lösen soll, müssen Sie meinen Mund mit Alkohol befüllen. Nee, ich wollte schon noch was anderes. Like what? Aber ich... Another thing. Great. I love those. Oh yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Yes. What else? Yes, and the phone company is taking its sweet time sending someone to fix it. It's not strange, it's inconvenient. Who told you that? Fine, yeah. It looked like someone had messed with the wiring. It was shortly after the hanging, but I don't know if it's at all related. Plenty of arseholes around here who aren't murderers. If you do find out who cut the line, though, let me know, so I can forward them the repair bill. Yes? Ich kann ihn nicht danach fragen.
Weird. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich noch einen Punkt reinstecken möchte. Frage her, ob er weiß, warum die Kleidung des Opfers im Abfall gelandet ist. Aber das kann ich nicht. Ich habe die Option nicht. Aber... Nee, es ist aber auch aktiv. Es ist nicht abgeschlossen. Hm. Im Whirling gibt es seltsame Türen. Niemand weiß, wohin sie führen. Verschaffe dir Zugang zu den geheimen Gängen und finde heraus, welche Geheimnisse die vergessenen Winkel des Hotels bergen. Ja, Du hast Lena erzählt, dass Morell wegen der kaputten Schleuse noch... Achso, erzähle Morell davon, wenn du ihn siehst. Ja, aber das können wir frühestens morgen machen. Findest Beat und Schnupfe es? Ja, weiß ich nicht. Wir sollten nochmal mit Lena sprechen. Oh, hello, dear. There you are again. Aber sollte ich sie nicht auf... Ich möchte gern mehr über Kryptiden erfahren. Möchte ich eigentlich gerade gar nicht. You know, to hell with it. Let's have more cryptids. Of course, officers. Is there a particular cryptid you two are interested in learning about? Gibt es auch unsichtbare Kryptiden? What an interesting question. And the answer is yes, there are. Of course. All fairy tales have someone or something invisible in them. Psst, Kim. Ich will mir von dem unsichtbaren Kryptiden sie will mir von dem unsichtbaren Kryptiden erzählen. Was ist das für eine? It's the Col de Mama d'Aqua. Its name means thin whisper of sound, and that's precisely what it is. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. The Col de Mama is very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. Könnte er hier sein? Du siehst dich um. In diesem Augenblick? It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Was für Belege gibt es, dass dieses Tier ein Ton ist? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 20s, a group of Areopagi ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Vogelgesang, ja. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest-pitched bat calls. They realized that they had discovered a new species and called it the Col de Mama d'Aqua, after the Paracanassian name for the voice of God, which is said to be very silent. Wow. They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Wie hießen sie? Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mama d'Aqua they followed individually. Und wie klingt er, der Mama d'Aqua? Like nothing, it's such a high-pitched sound that us humans can't hear it, nor can other animals. It could be ringing right outside your window and you wouldn't even know it. Could be anywhere. Fine, I'll bite. How can an animal be a sound?
Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Warum hatte Mama Darkwa solche Angst vor uns? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. Sein Aussterben. They tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mama Darkwas. And what happens when a sound wave meets another sound wave of the same frequency, dear? Sie heben sich gegenseitig auf. Exactly. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. Great regret washes over her, a wending cloth. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in Ea, but they've been few and far between. It's impossible to confirm the presence of any stable Kulta Mama Darkwa population anywhere. Of course. A common thread in these. Disappearance and unfalsifiability. I like the story, though, ma'am. I'm glad you did, dear. Interessant. Was ist mit... Du schließt das Thema ab. What about what? Leider müssen wir jetzt über etwas anderes reden. Of course, dear. Und ich kann Sie nicht das fragen, was ich eigentlich laut Auftrag machen sollte? Gut, dann wäre das vorerst alles. Warum kriegen wir die Tür eigentlich nicht auf? You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Nee. You see a heavy steel door. The door does not budge. The cobalt blue surface. Okay, damit geht halt wirklich gar nichts. Bedauerlich. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... The door is closed. Wir könnten inzwischen wahrscheinlich die Tür aufbrechen, oder? Wir haben genug Schmerzgrenze. Wobei, brauchen wir Schmerzgrenze The dafür? door is closed. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. He doesn't like where this is going. Okay. Wir lassen das. Was ging denn mit dem Spiegel eigentlich noch? Oh. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. Sehen Sie sich die Zerstörung an? Das hier... Tut mir leid. Ich habe es auf meine Weise getan. Hier passiert die Magie. Du sagst nichts und nickst stoisch. Tut uns das leid? Weiß ich nicht. Wir fragen erstmal, ob er sich die Zerstörung ansieht. He nods. Ich denke, es tut uns ein bisschen leid. No problem, Officer. Er macht einen Schritt in Richtung Tür, als wolle er gehen. Aber was ist denn mit dem Spiegel?
Und mit der Tür. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with the expression. Wir könnten in uns gehen und versuchen herauszufinden, was den Blick verursacht. Ich meine, das ist eine sehr geringe Chance, aber we could try. Also Elektrochemie können wir... Wir brauchen eine 18 dafür. Also wir müssten... Also wir haben jetzt prinzipiell eine 8. Also wir müssten halt schon mindestens eine 10 würfeln. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich probiere mal das hier. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Andererseits, wir haben auch nichts zu verlieren, oder? Also wenn wir unseren Wert irgendwann erhöhen und die Chance verbessern, können wir es ja sowieso nochmal probieren. Von daher... Still not happening. It won't come off that easy. Okay. Tja. Was haben wir hier? Die Meldungen auf dem Titelblatt sagen dir gar nichts. Seltsam. Okay. Ich weiß, wir haben immer noch einen Skillpunkt, aber ich weiß auch immer noch nicht, wofür ich ihn ausgeben möchte. Dass die alle noch... Okay. Ich habe nur gerade gedacht, hey, da liegt Geld rum, ob das die Hardy Boys interessiert, wenn ich das mitnehme. Aber interessiert ihren Scheiß. Was that? Could it be the Calder Mama Dakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ear. Wirklich? Pfeift da etwas? There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your ear. Du hörst zuerst genau hin. There it is again. You're about to rediscover a long-lost species. Du lauscht weiter. It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. Du drehst den Kopf in Richtung des Geräuschs. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go after it. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Nein, bitte, komm zurück. Du lauscht erneut. Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Okay. Können wir verinnerlichen? Bringt während des Erforschens nichts. Braucht halt über 7 Stunden und wir müssten entweder was vergessen oder hier halt einen Punkt ausgeben. Alter, wie viel Stuff hier noch ist, ne? Ist halt insane. Ich glaube, ich möchte hier mal einen Punkt reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt verfolgen möchte. Das wäre halt safe, was wir halt dann auch wieder vergessen können. Damit könnte ich, denke ich, leben. Solange wir nichts Besseres haben, können wir das ja erstmal da reinschmeißen, oder? Machen wir mal. Im Zweifelsfall können wir auch einfach irgendwann mal die fortgeschrittene Rassentheorie vergessen. Ich meine, +1 Konzeptbildung ist not bad. Lerngrenze für Rhetorik auf 5 ist halt so, ja gut, da packen wir so schnell wahrscheinlich eh keine Punkte rein. Alright. Dann müssten wir nochmal hier rein und versuchen,
in den Schacht zu rufen. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? This orange machine is dead still. This orange machine is dead still. Okay. Dann lassen wir das. Nehmen einmal wieder die Taschenlampe pro forma. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Du brüllst Hallo in den Heizofen. You muster all your strength and yell. Your dehydrated, hungover throat can produce little more than a dry croak. A lifetime of smoking and drinking will do that to you. The chatter from the chimney continues on as before. You seem to have made no impression on whatever's up there. Then again, maybe it's worth actually trying something up there. Maybe you should let your voice rest, officer. Try again later. Vielleicht möchte ich doch einmal mit dem Fuß dagegen treten. A hollow ring echoes through the furnace. Your toe hurts. Ja, das war irgendwie klar. Das war knapp. So, jetzt können wir nämlich nochmal, weil wir dagegen getreten haben, da reinbrüllen und probieren es nochmal. Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then, Hörst du eine Frauenstimme antworten? you've awakened the entity. Hallo, sind Sie da? Sprechen Sie mit mir. Hello? Did you say anything? I can't hear you. Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. You hear a low rumble upstairs. The sound of a curtain being pulled aside. After you, officer. Okay. Na, dann gehen wir mal hoch. Ach, oder auch nicht, weil man da so schlecht hinklicken kann. So, jetzt aber. Okay. Dieser Sortierkasten ist voller Würfel. Es sind farbenfrohe Würfel mit vielen Seiten. Hunderte von ihnen. Der Süßigkeitenautomat wurde zum Würfelspender umfunktioniert und enthält nun Tausende von ihnen. Hello. I'm Nia. Eine vogelartige Frau sitzt auf einem Thron aus Werkzeugen. Smaragdgrünes Licht dringt durch ihr Haar. Sie hat ein Kopftuch auf. Es dringt gar nichts durch ihr Haar. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Milius. So what kind of die are you looking for? Could this be the malicious entity? Perhaps it's wise to go along with this masquerade for now. She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her about the lynching. Warten Sie, was meinen Sie mit Milieus? Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln. Ich habe nicht an Ihr Fenster geklopft. Warum fragen Sie mich nach Würfeln? Ja, warum? I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? Role-playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Klar, ich mag Rollenspiele und benötige ein paar Würfel. Vielleicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum ich überhaupt hier bin.
Nein, ich war auf der Suche nach etwas anderem. Du kneifst deine Augen auf geheimnisvolle Art und Weise zusammen. Ich suche nach Antworten. Momentan möchte ich keine Würfel kaufen. Ich bin Polizist und muss Ihnen einige Fragen stellen. Wir machen mal einen auf geheimnisvoll. Answers? How strange. These days people only come to me for dice and role-playing games. I'm not sure how helpful I'll be, but go ahead and ask. An den Wänden um sie herum prangen Reihen wertvoller Steine und Mineralien. It almost looks as if the stones and dice are a natural part of the room, growing out of the shells like stalagmites. Wie sind Sie Würfelmacherin geworden? How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. Ich weiß nicht, ob man sowas direkt aus Kobalt machen sollte, aber nun ja. Spielen Sie selbst Rollenspiele? Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? They're nice people. She's thankful for the security they provide her. Okay, ich möchte einen Würfel bei Ihnen bestellen. Of course. Tell me what you have in mind. Kennen Sie das Viral Untethered oder wie auch immer man es ausspricht? Haben Sie irgendwelche verfluchten Würfel? Erzählen Sie mir von Ihrem außergewöhnlichsten Würfel. Es tut mir leid, ich weiß eigentlich gar nicht, was für einen Würfel ich haben möchte. Ich hätte gern einen einfachen, normalen Würfel. Einen ganz regulären. Ich hätte gern etwas, was mir bei der Arbeit hilft. Es wäre so gut, den Gedanken hatte ich gerade schon, es wäre so gut, wenn wir hier einfach einen anderen Würfel, also hier andere Würfel kriegen könnten, mit denen wir dann tendenziell höher rollen können. Also nicht nur bis 12, sondern halt weiter. Ich brauche etwas, was mir bei der Arbeit hilft. I think I have just the right one for you. Sie zieht die oberste Schublade ihres Arbeitstisches auf und nimmt etwas heraus. 2 Polyeder. Rot und Blau ruhen auf ihrer Handfläche. Police colors. Weil ich Polizist bin, richtig? Not the most original, I know. But sometimes the obvious choice is obvious because it's best. Here, catch. They're a gift from me. Auge-Hand-Koordination. 10. Haben wir nicht so viel, aber wir versuchen trotzdem mal die Würfel zu fangen. You overthink it. Your hands can't agree what to do and the 2 dice drop to the floor and scatter in opposite directions, like pearls from a broken string. The blue one disappears down the pit in the center of the room. No. Down the drain, like your career. I apologize, officer. That comment was unnecessary. Du hebst den roten Würfel auf. That one is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay. The other one was the inverse. They were a set, you see, but now the set is broken. Aber vielleicht finden wir den ja weiter unten wieder. It's a shame. They might have brought you luck. You'll definitely need luck in Martinez. Is she pitying you? Good God, she's pitying you. Now, was there anything else? Hey, wo sind wir überhaupt? Was ist das hier? We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. Sie wirft einen Blick auf die rötlichen Ziegel, aus denen die Mauern bestehen. Obwohl sie neu gestrichen wurden, ist hier und da schwarzer Ruß zu sehen. But when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Plaisance was right. There's an entity living in the chimney. You should ask her about the curse. Creative. Der Lieutenant sieht sich in dem großzügigen Raum um, dessen Decke sich in den Schatten verliert. Ich habe gehört, dass ein Fluch auf diesem Ort lasten soll.
Wussten Sie, dass die Leute das Gebäude den verfluchten Gewerbeblock nennen? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Sagt sie und nickt, während von oben durch den Ofenschacht der Wind hereinheult. Augenblick. Wie erklären Sie sich dann das Scheitern all dieser Firmen? It's just capitalism. We only hear about tales of success, so it's often surprising to realize how many ventures actually fail. Ich weiß schon wieder nicht, wie man den Namen ausspricht, aber sie hat mich geschickt. Sie ist davon überzeugt, dass es in diesem Gebäude von bösen Energien wimmelt. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energies spared her somehow? Eigentlich läuft der Buchladen gar nicht so gut. Es kommen kaum Kunden und sie muss die eigene Tochter ausbeuten, um das Geschäft am Laufen zu halten. Oh, right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in Wrack? Some people say it's part of the building complex. Moment. Das Whirling ist Teil des verfluchten Gewerbeblocks? You could say so. Both houses were built at the same time and under the east of the Commerce Central project. Ja, aber es ist und bleibt ein separates Gebäude. Dorthin können die bösen Energien doch nicht gelangen, oder? Nein, im Whirling geht es wirtschaftlich ebenfalls nicht gut. Gerade erst ist die Kellnerin abgehauen und die Gäste haben Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Sie haben recht, das Whirling wirkt eigentlich nicht gerade verflucht. And then there is me. Sie seufzt und wirft einen Blick auf ihren chaotischen Arbeitstisch. Darauf liegen alle möglichen Werkzeuge verstreut. Von Messern über Schnitzpfeilen bis hin zu Seitenschneidern. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? Pleasance meint, es liegt daran, dass sie die Quelle des Übels sind. Ein böses Wesen. Malignant entity? What does that even mean? Some kind of sorceress? What about you, officer? Do you think I'm the malignant entity? Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting you in this psychic quest. Ich glaube immer noch, dass Sie hinter der ganzen Sache stecken könnten. Du kneifst die Augen zusammen. Ganz geheimnisvoll. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass es keinen Fluch gibt, sondern nur Geschäftsentscheidungen und natürliche Marktschwankungen. Ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht sicher. Die Welt ist voller Rätsel. Nein, ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass es keinen Fluch gibt. Eigentlich war ich von Anfang an davon überzeugt, aber... Exactly. Truth is always so disappointingly mundane and boring. But I'm glad we got this sorted out. Anything else I can help you with today? Wir könnten Schiffer probieren, warum sie mit ihrer Geschäftsidee nicht gescheitert ist. Was will denn der Auftrag von uns? Erzähle Pleasance, was du herausgefunden hast. Okay, ja, machen wir dann. Wissen Sie, was aus den Mietern geworden ist? Außer Ihnen sind alle verschwunden. More or less. Are you interested in anyone specific? Rats scuttle in the dark rooms under the abandoned shit. blood dryers and dusty mannequins. Cobwebs cover rotors and radio computers alike. So much failure. Okay, das ist richtig viel. Im Keller steht ein furchterregender, ausgestopfter Bär. Oh boy, the fabled Revo Show ICT. You're in for a treat here. Sie lächelt und beugt sich vor, die Hände auf die Knie gestützt, wie ein Stand-up-Comedian, die zum Erzählen einer Geschichte ansetzt. The place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. Indeed. What were the other ideas? Okay, was waren die anderen Ideen? There was really just one.
and it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing. Fritte does the same thing. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Ich kenne ein Mädchen, auf das diese Beschreibung perfekt zutrifft. Es arbeitet bei Fritte als Kassiererin und ist nicht besonders freundlich. Employing silky teenage girls is a widespread practice, yes. Unfortunately, they always come in packs. I'm talking about acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the shop. At least that's what happened with Ravenshaw ICT. And they already had the bear. Was war denn mit dem Bären? The bear. Wiederholt sie und presst ihre Daumen gegen die Schläfen, als wolle sie Kopfschmerzen unterdrücken. Die Nummer war kein Erfolg? Of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravenshaw ICT lost the price war to its rival, Class A 5000. Class A 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. Du nickst feierlich. Der Markt leistet ganze Arbeit. Ich bin mir sicher, der Bär hat sein Bestes gegeben. Der Bär ist unheimlich. Immer wenn ich ihn sehe, fürchte ich, er könnte jeden Moment zum Leben erwachen. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. He called it Megatherion. Sounds cool. Megatherion? Megatherion, a mega wild beast. Und was ist ein mega wildes Tier? It's an imaginary beast that guides you through life. Oh. By telling you to do more drugs, mostly. Maybe this wise and noble beast can guide you toward those amphetamines you've been craving. The horrific necktie tightens around your neck, strangely excited. But it doesn't feel particularly fun this time around. Du packst deine Krawatte und murmelst vor dich hin. Nicht jetzt, du Monster. Ich nehme Drogen. Ich habe selbst ein Visionstier. Zu Drogen möchte ich nichts sagen. Denken Sie, dieses Visionstier könnte mich zu ein bisschen Amphetamin führen? Zu Drogen möchte ich nichts sagen. Understandable. You shouldn't do them. You're a police officer after all. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Fast scheint es sie zu betrüben, dass die Erzählung zu Ende ist. Etwas Staub wirbelt durch den nachmittäglichen Sonnenstrahlen. Ihre Augen folgen ihnen träge. Outside it's light. Light scatters from the low-hanging cloud cover. There's always the threat of snow. Anything else? Another failed business, perhaps? I've been here for a long time. Hier gab es mal einen Friseursalon, oder? Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. A bit of experimenting every now and then isn't bad. Was ist so falsch an ein bisschen Experimentierfreudigkeit? Die Kunden hätten einfach nicht so engstirnig sein dürfen. Ich würde niemals zulassen, dass irgendein Zwitter meine Haare anfasst. Nicht einmal dann, wenn mein Leben davon abhinge. Vermutlich bin ich ein einfach gestrickter Mann. Ich habe wirklich keine Meinung zu Frisuren. Doch haben wir total. I guess it just wasn't the time yet. Was ist aus dem Fitnessstudio geworden? It wasn't merely a gym, it was Artemiteps Boxing Club. A community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime.
Vielleicht wäre das genau das, was Kuno braucht. Ein Boxclub mit Kameradschaft und Zusammenhalt. Kuno. Who's Kuno? Er ist sozusagen der König hier in der Gegend. Er ist ein kleiner, missratener Rotschopf, der Spaß daran hat, Leichen zu schänden. Gute Frage, wer ist Kuno? Ich weiß es ebenso wenig wie Sie. Nein, er ist ein kleiner, missratener Rotschopf. Oh yes, you mean the kid with the sailor's mouth. Yes, I've heard him yelling profanities in the backyard. I think it would take more than a gym to help that kid. Und wer war Artemitip? A kind man from Zemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym, as his way of giving back. Den Kindern nach zu urteilen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, scheint es nicht so recht funktioniert zu haben, oder? It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. You should have known it. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Ich habe ein seltsames Gerät entdeckt. Fortress Accident, the radio game studio. Sie schließt die Augen und ein Fetzen einer Erinnerung erhält ihr Gesicht. She liked them. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. They certainly took their work very seriously, even if they seemed to be chronically liberal with their schedules. Was meinen Sie mit liberal? Was ist da passiert? The usual. They ran out of money and couldn't get the project done on time. Was ist denn schiefgegangen? Well, I did hear them talking at times. Sie blickt zum Gang, als könne sie hinter ihrem Rollladen noch immer ihr Geplauder während der Raucherpause hören. They seemed to believe they were historical individuals on some grand quest. Meinem ersten Eindruck nach war es tatsächlich ein ziemlich beeindruckendes Projekt. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show up to work on time. She's right. Showing up to work on time is important. Showing up to work on time is hard. No, scratch that. Showing up to work at all is difficult, especially if you've been drinking. Naja, es ist ja auch unglaublich schwierig, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Es ist wirklich schade. Ich hätte Sie unterstützt. Das Projekt sah großartig aus. Sie haben recht. Sie hätten sich einfach mehr anstrengen müssen. Sie hatten alles, was es gebraucht hätte, um ihr Ziel zu erreichen. Ich gehe mal mit dem zweiten. Not the wisest decision. You would have lost all your savings. Sie wirft 2 Würfel auf den Tisch. Einer von ihnen kommt nahe an der Kante des metallenen Tisches zum Liegen. The dice is black and filled with little silvery flakes, like snowfall. Anything else? Ich möchte Sie mit Sicherheit noch einiges fragen, aber schade, ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht was über das Passwort weiß, aber wir sprechen in der nächsten Folge mit ihr weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.